dachte immer, Schlammcatchen ist ein reiner Frauensport. Warst du heute schon mal draußen auf der Weide? Nee. Ist mir eindeutig zu schlammig. Schlammig ist überhaupt kein Ausdruck. Die Weide ist eine reine Sumpflandschaft. Da gibt es Stellen, da stehst du bis zum Knie im Dreck. Ja, die kenn ich. Hauptsache, du hast die beiden abgerubbelt, bevor du sie in eine Boxe gestellt hast. Wenn die nämlich nass in der Box stehen, dann werden die krank. Vor allem Sully. Ja. Dazu müssten sie erstmal in der Box stehen. Ich habe es mit Härte probiert. Ich habe es mit Zuckerstückchen probiert. Ich habe es mit Mohrrüben probiert. Ich habe ihnen gut zugeredet. Aber immer wenn ich ihnen das Halfter überziehen will, büchsen sie aus und ich pack mich wieder der Länge nach in den Matsch. Ja. Pass auf, ich mach das mal eben. Und du machst ein bisschen Pause, ne? Sag mal, ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass du dir in der ganzen Zeit, seit du hier bist, noch keinen Tag freigenommen hast? Ach ja? Ja, Herr Doktor, die Arbeit hier ist schon was anderes als im Krankenhaus. Ja und? Wenn du glaubst, das bisschen Dreck da kann mich irgendwie abschrecken, kennst du mich schlecht. Was ist denn jetzt los? Ich hol jetzt die 2 Gäule von der Weide, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wie wär's denn mit den Seychellen? Waren Sie schon mal da? Ich arbeite dran. Ja, oder Korsika. Da hatte ich mal ein Shooting, das ist paradiesisch. Das klingt auch nicht schlecht. Mein absoluter Favorit ist und bleibt aber Whitehaven Beach. Wo ist das jetzt schon wieder? Australien? Ja, das ist so eine kleine, unbewohnte Insel mitten im Nationalpark. Wenn Sie da mal waren, da wollen Sie nie wieder weg. Na, irgendwann wollte ich eigentlich schon wieder zurückkommen. Okay. Ja, nach Whitehaven sollten Sie auch nicht alleine. Wenn da die Sonne untergeht, dann ist da absolut tote Hose. Ich habe Rebecca gefragt, aber die hat keine Zeit mitzukommen. Zu viel Arbeit. Sie hat ja nicht mal Zeit, um mit mir essen zu gehen heute Abend. Timo und Leonie haben auch andere Pläne. Na, da ist es ja prima, dass die gute alte Charlie zur Verfügung steht. Hey, Charlie. Also du denkst jetzt hoffentlich nicht, dass... Ich freue mich auf einen schönen Abend mit dir und ich bin mir sicher, das lässt sich machen. Kriege ich auch so einen? Natürlich. Oder eine Städtetour. Also da gibt es super attraktive Angebote. Ja, jeden Abend Halligalli und Kultur, bis der Arzt kommt. Naja, dafür musst du nicht in Urlaub fahren. Das kannst du auch hier haben. Du willst jetzt aber nicht Düsseldorf mit Rom oder Paris vergleichen, oder? Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, das ist einfach die Frage Ablenkung und Zerstreuung. Das hast du hier. Ist es das, was du wirklich brauchst? Ja, was denken Sie denn vom Bergsteigen? Südtirol, da gibt's auf jedem Berg ein Gipfelkreuz und abends fällt man todmüde ins Bett. Ins Strohbett, ja. Und das Panorama atemberaubend. Seid ihr beide Bergsteiger? Ja, ich guck wirklich. Dokus. Die Tour ist doch recht anspruchsvoll. Da sollte man auf keinen Fall allein losziehen. Okay, dann lassen wir das lieber. Es muss ja auch nicht gleich das ganze alpine Programm sein mit Seil und Steigeisen. Wandern wäre eine Alternative. Ah ja, eine langweilige Alternative. Vielleicht ist ein gewisses Quantum an Langeweile genau das, was Ricardo jetzt braucht. Bitte? Naja, in Bewegung sein und an der frischen Luft die Gedanken sortieren, ohne dass immer neue Reize auf einen einstürmen. Er wäre nicht der Erste, dem das gut tut. Dieser Wein hier, den gibt es jetzt 5 Jahre. Den Winzer kenne ich gut, du ja auch. Ja, der hat früher mal mit Immobilien gehandelt. Dann hat er einen Burnout bekommen und musste in die Klinik. Und dann ist er auf den Jakobsweg gegangen. Und da hat er begriffen, was er eigentlich wirklich will. Er will Rioja machen. Naja, und das ist das Ergebnis. Und der ist wirklich gut. Push